Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge für euch. Themen, die wir heute haben: Stammtisch Frankfurt mit Besuch von Lufthansa Technik für 4 Leute. Wir verlosen das unter den Teilnehmern des Frankfurt Stammtisches. Deshalb meldet euch zum Frankfurt Stammtisch ein. Und wir gehen auf die Details danach ein, denn vorher haben wir noch Themen wie zum Beispiel Lufthansa Promotion für Statuspunkte. Lufthansa-Senatoren dürfen wieder mit dem Eurowings Basic-Tarif in die Lounge, zumindest da, wo es eine Lounge gibt. Und wir haben Holiday Inn, die haben einen Leak gehabt auf der Webseite. Nichts Schlimmes, sondern da haben wir festgestellt, was gibt es von Hotels, damit sie uns mehr beim Frühstück konsumieren lassen. Genau, die Tricks und Tipps, die Hilton, hätte ich fast gesagt, oder auch andere Hotelgruppen wahrscheinlich anwenden, damit wir mehr beim Frühstück konsumieren. Auch dazu gleich mehr. Wir haben dann nochmal Delta-Passagier bekommt $5.000, weil er auf 2 Flügen nicht mitfliegt. Wir haben aber dafür einen anderen Gast, der auf einem Flug nicht mitfliegen sollte, obwohl er drauf gebucht war, weil das System ihn rausgeschmissen hat. Aber er hat den Sitzplatz zurück sich erkämpft. Und Pan Am fliegt wieder für 12 Tage. Und damit haben wir doch genug Themen für heute, oder? Nein, es kommt noch eins. Und zwar Lufthansa kämpft gegen den Wettbewerb am Golf und in der Türkei. Die haben sogar da einen speziellen Namen bei der Lufthansa für. Auch das bekommt ihr nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt und ganz, ganz wichtig, vielleicht die Kanalmitgliedschaft macht. Denn mit der Kanalmitgliedschaft erhöht ihr eure Chancen, auch an dem Lufthansa Technik teilzunehmen. Ja, an diesem Besonderen. Jetzt wollen wir doch direkt mal auf das Thema eingehen, auf den Stammtisch in Frankfurt. Und zwar der Frankfurter Stammtisch, einer unserer regelmäßigsten Stammtische, findet wieder statt. Und zwar haben wir bei dem Stammtisch, ich gucke gerade, habe ich die Daten, habe ich alles hier? Ja, und zwar am 2. August findet er statt in Frankfurt am Flughafen. Das geplante Programm ist wie folgt, und das ist für die Technik, für die 4, die glücklich sind und das gewinnen können. Treffen am Terminal 1, Bereich A oder B, müssen wir dann noch festlegen. Wir werden dann für 13:40 Uhr zum Werkschutz gehen, die Formalitäten erledigen, werden da die Ausweise geben und so weiter und damit einen Werksbesichtigungsausweis bekommen. Handys müssen übrigens auch abgegeben werden, aber wir haben da auch eine Lösung für. Auf jeden Fall gehen wir dann ins Maintenance Control Center. Wir gehen in Halle 5. Mal schauen, ob wir ein Flugzeug uns auch von innen angucken können. Liegt aber daran, ob da auch ein Flugzeug zur Wartung ist und wie das Ganze ist. Dann können wir noch mal in die Kantine gehen. An der Kantine seht ihr dann aus dem 1. Stock Richtung Tower Vorfeld und den A-Plus-Finger. Und dann gehen wir zur Ringeltaube. Für viele natürlich ein Besuch, der besonders ist, weil dort gibt es viele Lufthansa-Devotionalien, die man kaufen kann und wo man nur mit einem Ausweis als Lufthanseat oder als Flughafenmitarbeiter sonst normalerweise hinkommt. Deshalb zögert nicht, unten in den Links euch zu dem Stammtisch anzumelden und dann gucken wir mal, ob ihr ein Losglück habt. Der normale Stammtisch startet so gegen 18:30 Uhr wieder im Hyatt Place. Dort werden wir in gewohnter Runde bei Currywurst und anderen nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken Themen diskutieren, die uns bewegen in dem Moment oder wo es Deals gibt, wo es gewisse Sachen gibt, die ihr wissen wollt, was man sonst vielleicht eventuell so öffentlich gar nicht sagen würde. Denn wie immer gilt, was am Stammtisch passiert, bleibt am Stammtisch. Deshalb gibt es davon auch keine Videoaufzeichnungen. Ja, weil das natürlich so ist, dass wir dort Sachen alle vertraulich behandeln. Anmelden. Das erste Thema, was wir heute haben, ist Lufthansa. Die Lufthansa kämpft am Golf gegen den Wettbewerb von M3, aber auch gegen den Wettbewerb von anderen Fluggesellschaften, nicht nur die Gulf Airlines, die M3, wie sie im Englischen heißen. Das heißt also, das wäre Emirates, Qatar Airways, aber auch Etihad, sondern es kommen ja neue Leute dazu und die Lufthansa nennt die ganze Bagage dann Bogu. Ja, Bosporus und Golf. Und am Bosporus ist es auch noch Turkish Airlines. Deshalb sind das dann die Fluggesellschaften, dass die Lufthansa sogar davor warnt, dass es dort strukturelle Verschiebungen am Markt gibt. Und man ist mehr Wettbewerb ausgesetzt als 2019 noch. Turkish Airlines will expandieren mit doppelter Verdopplung der Flotte. Dann gibt's natürlich dann noch die Riyadh Air, die kommt, auf die ich mich persönlich freue und mit der ich jetzt
auch schon mit einem unserer Zuschauer ausgemacht habe, dass wir da einen Test machen werden. Nur wir mal gucken, wie die Riyadh ist. Und man fliegt natürlich von der Lufthansa 30 Mal an die Hubs am Golf und in der Türkei. Und das ist ein Rückgang von 6%. Zitat hier, auf Deutschland bezogen stehen im Sommer wöchentlich 450 Verbindungen der Bogo-Carrier und rund 20 Lufthansa-Verbindungen gegenüber, sagt Lufthansa. Das hat man ausgerechnet. Ja, man möchte da auch den strukturellen Verschiebungen am Markt irgendwie Rechnung tragen und dagegen auch ankämpfen, um die Position von Lufthansa dort auch weiter zu sichern. Aber für Lufthansa weist auf Daten des deutschen Luftverkehrs Wirtschaft, BDL, und sagt, 2010 stiegen knapp 40% der Passagiere aus Deutschland in Drehkreuzen außerhalb der EU rum. 2023 waren es schon 55%. Und der Anteil deutscher Hubs sank von 2010 von 17 auf 10%. Daran seht ihr halt, dass es natürlich immer das ist, was ich auch euch immer wieder sage. Wenn ich aus Hamburg komme und ob ich dann jetzt mit der Qatar, die ja seit neuestem dahin fliegt, in Doha umsteige und dann weiter nach Hongkong fliege, ist fast schon egal, ob ich dann in München umsteige oder wo auch immer. Vor allem, wenn der Preis das wichtigste Thema ist. Die Schere wird sich weiter öffnen und der Kranich erneut im Zusammenhang auch die Forderung, dass man den Fit for 55, also diese Umweltauflagen noch mal überdenkt, weil man sagt, dass man dadurch noch weiter benachteiligt wird als die Gulf Airlines. Und interessant ist natürlich auch die Flughäfen, wenn wir uns das angucken. Wenn wir jetzt zum Bosporus gehen oder weiter an den Golf Saudi-Arabien, will das Passagieraufkommen bis 2030 auf 330 Millionen mehr als verdreifachen. Weiter geht es dann zum Beispiel, dass man ja auch den neuen Riyadh Air als neuen Flag Carrier geschaffen hat, der auch nicht trocken mehr ist. Also das heißt, da gibt es Alkohol. Viele Leute, die mit Saudi nicht fliegen wollten, haben jetzt aber mit Riyadh Air eine Herausforderung. Auch wenn Maybach für die einen in der Business Class natürlich eine Herausforderung ist. Ich verstehe es nicht, aber schauen wir mal nach. Ich finde es nämlich nicht so schlecht. Dafür wurde mit Riyadh Air gleich ein Plan gemacht und im benachbarten Katar soll das größte Flughafenterminal der Welt gebaut werden. Die Investitionskosten in Dubai rund 33 Millionen, in Istanbul soll die Kapazität auf 200, bis 2028 auf 200 Millionen Passagiere pro Jahr kommen. Nun gut, ehrlicherweise, wenn wir uns selber permanent ins Knie schießen, wenn wir uns selber kastrieren und wenn man halt in Frankfurt Nachtruhe macht, ja okay, der Flughafen ist halt dumm gelegen, wenn man Nachtruhe sieht, wie viele Leute da drum wohnen. Wenn wir Berlin sehen, auch viele Leute, die drum wohnen, München, auch viele Leute, die drum wohnen. Warum hat man das Ding nicht in Berlin gebaut? Man hätte es einfach im Nordosten bauen sollen, da hätte man keinen gestört, man hätte die 3000 Leute, so war die Zahl damals, einfach umquartieren sollen, in Anführungsstrichen, wenn sie gewollt hätten, hätten auch bleiben können, hätten sie einfach in deren Form dort entschädigt und hätte dann aber wirklich einen Flughafen gehabt, der 24 Stunden Gas geben kann. Und da kann man jetzt natürlich den Leuten am Golf keinen Strick draus sehen, dass die halt Flughäfen haben, die 24 Stunden offen sind. Auch die Personalgeschichten, wenn man sagt, die verdienen weniger Geld da unten am Golf, das ist nicht immer richtig. Wenn man gerade auf die Kabine geht oder auf die Flugzeugkapitalkosten oder sowas, dann ist es wirklich so, dass die natürlich dadurch billiger sind, weil sie am Golf Geld haben. Und das heißt also, wenn Lufthansa dieselbe Bewertung hat, würde sie Flugzeuge zu selben Preis dort finanzieren können. Auch wenn es dann umgeht, Personal, die werden sogar mehr bezahlt. Emirates beteiligt ja auch ihr Personal. Ich erinnere mich, dass es dort 20 Wochen oder teilweise noch mehr Wochen Gehalt gab als Bonuszahlung. Seit wann gibt Lufthansa Bonus den Leuten? Und allein das Grundgehalt am Golf ist ja teilweise auch sehr hoch, wenn man sich das ehrlicherweise anguckt. Ich kann jetzt natürlich nicht dafür sprechen, wie es für die Leute ist, die dort bei der Danata am Boden arbeiten und den Bodendienstleistern. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen, das gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt die Gegebenheit. Und dagegen kann man sich in Deutschland nicht wehren. Und wir müssen uns halt dem Wettbewerb stellen. Und das muss auch der Lufthansa klar sein. Deshalb muss man halt wirklich gucken, wie es halt dort aussieht. Auch hier ein Beitrag zum Beispiel unter dem Artikel ist, seit Montag mit Qatar Airways direkt von Hamburg direkt nach Doha. Von dort fliegt die Fluggesellschaft mehr als 170 Ziele an. Ja, daran seht ihr halt, wo das Thema ist. Natürlich macht das nicht großartig Probleme in Anführungsstrichen, wenn man ehrlich ist, weil viele Ziele sind ja auch im Westen. Man würde halt
Also ich weiß nicht, wer von euch von Doha aus dann nach Los Angeles fliegen würde, macht ja keinen Sinn. Aber es gibt halt viele Sachen, die wirklich Sinn machen, wenn man Richtung Asien fliegt. Auch Afrika macht teilweise noch Sinn. Und daran sieht man halt auch, was die Diskussionen machen, dass die Inlandsflüge, die halt wirklich stark kritisiert sind, aber der Lufthansa halt zu schaffen machen. Ganz einfach deshalb, weil es halt, ehrlicherweise dort für die Lufthansa natürlich ein Nachteil ist. Aber hier könnt ihr auch kommentieren und sagen, was ihr davon haltet und was ihr dazu denkt. Wieder länger drüber geredet, als ich eigentlich wollte. 10:26 und wir gucken uns Pan Am an, Pan Am und gucken uns mal, die lebt zumindest für ein paar Tage, 12 Tage kommt sie zurück und dort gibt es ein Reisebüro, was uns an die American Express Kreditkarte erinnert von dem Namen. Das ist Centurion Travel. Und sie will 2025 die klassischen Routen der Pan Am nachstellen. Leider muss man ehrlicherweise sagen, dass viele klassische Routen der Pan Am, die gibt es gar nicht mehr. Zum Beispiel Hongkong, Kai Tak. Ich durfte noch darauf landen. Ich kenne den Flughafen noch aus weiter Erinnerung, ehrlicherweise. Also ich habe das jetzt nicht ganz so präsent. Dazu bin ich dann zu jung. Aber es gibt auch andere Flughäfen, die es einfach nicht mehr gibt in der Form leider. Aber man möchte dort jetzt die Fluglinie mit ihrem Glamour und mit allem, was die Pan Am ausgemacht hat. Und ihr seht ja auch, dass Riyadh Air zum Beispiel sich von der Pan Am hat inspirieren lassen. Emirates, alle Fluggesellschaften haben sich von Pan Am inspirieren lassen, weil sie mit ihrem Crewmanagement und mit ihrem Uniform und Brand Standards sehr, sehr weit vorne waren und vor ihrer Zeit. Und es ist so, dass die jetzt mit einer Boeing 757 fliegen wollen, die nie in der Flotte von der Pan Am war, das muss man ehrlicherweise sagen. Am 27. Juni geht es in New York los und dann geht es über Foynes an der Westküste Irlands. Dann ist es so, dass dieses ein Flughafen war, den man von Pan Am regelmäßig benutzt hat, weil man den brauchte, um dort nachzutanken. Dann geht es weiter nach London. Dann ist das natürlich auch interessant, weil es 1970 das erste Ziel war, der 747. Nach London ist es dann die Destination Marseille, bevor es nach Lissabon über den Atlantik nach Barbuda geht. Und das britische Überseegebiet ist natürlich auch ein regelmäßiges Gebiet gewesen, wo man Pan Am-Flugzeuge gesehen hat, weil sie ja auch als Wasserflugzeuge gestartet sind, von Florida aus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und am 9. Juli kehrt das Flugzeug dann zurück nach New York und beendet dann das Pan Am Revival. Ja, für Kunden ist das natürlich ein exklusives Erlebnis und wer Centurion als Namen kennt, weiß, dass bei American Express die Centurion-Kunden, obwohl ich nicht glaube, dass das irgendwie zusammenhängt, immer teuer war. Aber es werden pro Kunden $65.500 aufgerufen, inklusive aller Flüge, aller Unterkünfte sowie den meisten Mahlzeiten. So steht es zumindest auf der Webseite des Veranstalters. Centurion Travel hat sich eine Lizenz für das Pan Am-Logo mit inklusive der Markenrechte besorgt, damit man natürlich das Ganze auch so vermarkten kann. Und gespannt ist, welche Airline das Revival zusammenarbeitet. Also das heißt, man weiß es noch gar nicht. Wenn man sich das anguckt, ist das schon spannend, dass das Flugzeug auch in der Pan Am-Lackierung unterwegs sein soll. Was ich halt merkwürdig finde, ist, die 757 ist halt in der Form wohl nie der Pan Am geflogen. Gerüchten zufolge soll es auch ein Flugzeug der New Pacific Airlines sein. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass dieses ein Erlebnis ist, was schon seinesgleichen sucht. Klar wäre es schön gewesen, wenn man eine 747-200 gehabt hätte und dann solche Namen gehabt hätte mit Clipper Pride of the Ocean oder mit anderen Themen oder dass man dort andere Flüge nachgestellt hätte. Die haben ja früher diese Hopper-Flüge gemacht. Und ich denke mal, dass man dort wirklich viele Erlebnisse gehabt hätte. Aber 757, naja, nun gut, so ist das halt. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, die 747 ist ja halt das, was Pan Am erst möglich gemacht hat, sowohl als auch. Das heißt also, hätte es Pan Am nicht gegeben, hätte es die 747 nicht gegeben und hätte es die 747 nicht gegeben, hätte es Pan Am nicht gegeben. Am Ende ist die Pan Am ja leider das Zeitliche gesegnet. Auch hier wieder von euch natürlich ein Hinweis, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Wir gehen weiter auf Holiday Inn. Und zwar Holiday Inn, eine Marke der IHG, die bieten ja Frühstück an. Und da gab es jetzt im
Internet einen Leak von deren Webseite. Man ist ja auch manchmal verwundert, weil es kein echter Leak war, weil das ein Dokument ist, was öffentlich zugänglich war und ist. Und da wird drin erklärt den Managern als Handbuch fürs Frühstück. Und da gibt es erstmal eine Erklärung, welchen Frühstückstyp es gibt oder Typen gibt. Und ihr könnt ja mal sagen, welcher Frühstückstyp ihr seid. Der erste Typ ist Breakfast Skipper. Der Name erklärt sich ja selber. Das ist jemand, der das Frühstück überspringt oder ausfallen lässt. Ich bin das zu 10-15%, würde ich jetzt mal sagen. Dann ein Breakfast Grabber. Und zwar, das ist jemand, der ein Frühstück haben möchte als Grab and Go und das schnell hinter sich bringen möchte. Klassisch wahrscheinlich dann so Muffin sich ins Gesicht drückt, einen Kaffee hinterher spült und das war's Frühstück. Das Ham and Eggers, das heißt also, man geht zum Buffet, sucht da aus und holt sich dann die Signature-Menü-Items oder aber auch die Vollmahlzeiten. Das wäre wieder meins. Das mache ich dann zu 80%. Und dann gibt es noch die Breakfast Believers. Und die sind die am meisten dort die Kosten im Blick haben, die halt sagen, aber ein Frühstück muss halt jeden Tag sein, weil sonst fängt der Tag schlecht an. Das sind die 4 Formen, die es gibt. Und Holiday Inn hat demzufolge 4 verschiedene Steps im Frühstück. Man kann da echt von Schritten sprechen, weil der erste Schritt ist Orangensaft. Und zwar, dass man direkt den mit einer Karaffe Orangensaft entgegenkommt. Ich weiß nicht, bin ich beim Holiday Inn mal mit einer Karaffe Orangensaft? Ich glaube, ich muss das an der Selbststation holen, aber egal wie dem auch sei, das wäre der erste Schritt. Dann das zweite ist, dann kommt der Kaffee und der Kaffee kommt in der Thermoskanne oder dann halt mit einem Mug, was am Tisch schon halt vorher gemacht ist. Das ist aber fast bei jeder Marke, dass die Kaffeemark da schon steht. Zumindest wäre es mir nicht bekannt, wo ich es nicht hätte. Im Gegenteil, ich räume es teilweise weg, weil ich trinke keinen Kaffee. Weiter geht es dann damit, wenn Leute halt irgendwie was bestellen, dass man direkt sagt, ja, dass der Service heute für die Bestellung unter anderem so und so lange dauert. Das heißt also, dass man ungefähr sagt, ja, du hast jetzt das und das bestellt, das dauert ungefähr 10 Minuten. Aber ihr sollt nicht 10 Minuten sagen, wenn es 10 Minuten dauert, sondern sagt mehr. Man soll 12 bis 15 Minuten sagen, damit die Kunden halt nicht unhappy sind. Für die Küche ist es natürlich relativ cool. Man muss dann nicht auf 10 Minuten, man kann auch auf 11 Minuten, aber der Kunde denkt, 15 Minuten soll es dauern, auch 11 Minuten ist es da, das ist schon schneller. Ich weiß nicht, ob wir uns so einfach bescheißen lassen, aber ihr könnt das auch unten einmal kommentieren. Und dann gibt es natürlich auch noch mal eine Kaffee, der muss dann auch mit einem Coffee to go präsentiert werden, weil Coffee to go natürlich so ist, dass viele Leute gerade in den USA, ich weiß nicht, wie ihr das macht, bin ja kein Kaffeetrinker, dass man dort dann halt so ein Kapperl hat, dass man es drauf zumachen kann und dass man es mitnehmen kann. Das wären so die Regeln. Und es ist so, dass man natürlich da den Gästen den Orangensaft aus Gründen liefert, die auch spannend sind. Und zwar man hat den Orangensaft als, wenn wir den trinken, empfindet man den als gesund. Weiter geht es dann, Orangensaft ist immer so ein Impulskauf, weil man dann sagt, ja, das will ich haben, kann man sich so vorstellen, vielleicht wie im Supermarkt an der Kasse, ach, haben wir noch Kaugummis gesehen, haben wir noch die Hustenetten gesehen, nehmen wir vor der Kasse noch mit. Und dann natürlich ist es so, dass natürlich, wenn man die Sachen vor dem Gast hat, dass sie das dann wahlweise schneller nehmen, weil halt fällt einem das Nein schwerer. Ich weiß gar nicht, ich hatte immer Frühstück inklusive, deshalb bin ich da jetzt etwas irritiert, dass man das so als Kostenpunkt sieht. Auf jeden Fall, Kaffee ist nie ein Impulskauf, als Gegenteil. Das finde ich auch interessant, aber wie gesagt, ich bin ja kein Kaffeetrinker. Da ist es so, dass die meisten Erwachsenen, also 55%, Kaffee mit ihrem Frühstück zu sich nehmen. Ich hätte jetzt mehr getippt. Und Kaffeetrinker nehmen Kaffee immer, egal wie. Das ist auch, warum Fluggesellschaften Kaffee wahrscheinlich verkaufen. Obwohl jetzt Lufthansa den Test macht, ob man wieder Kaffee kostenfrei geben kann und Tee. Aber nun gut, hey. Und auf jeden Fall, wer keinen Kaffee trinkt, der wird auch keinen Kaffee bestellen. Also insofern 55% nehmen den Kaffee, was immer es kostet. Und weiter ist so, dass der Orangensaft das
most single effective way to increase the breakfast guest check. Also das heißt, dass das Orangensaft das Mittel ist, um die Ausgaben des Gastes zu erhöhen. Seht ihr euch da auch? Sagt ihr auch, ja, das stimmt, oder die sind Banane? Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Zumal man natürlich auch sagen kann, dass Orangensaft ja nur ehrlicherweise vom Aussehen her gesund ist. Denn wenn wir ehrlich sind, sind das Zuckerbomben. Und ich habe auch teilweise das Gefühl, dass viele von den Orangensäften, die wir kriegen, auch wenn da Granini oder sonst was draufsteht, eher frei von Natur sind oder relativ frei von Natur sind. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dann so dazu seht. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu denkt. Ist das jetzt ein Weg, um da mehr Ausgaben zu bringen? Und ist das etwas, wo ihr sagt, ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, das stimmt. Auch hier bin ich mal wirklich gespannt, was ihr davon haltet. Wir haben dann noch mal einen Fall von einem Passagier, den ich auch zur Diskussion stellen möchte. Und zwar ist es so, ein United-Passagier war auf dem Weg von einem Flug zum anderen Flug. Sein Flug, auf dem er war, ist verspätet gewesen. Und es ist so, dass er dann dort, ich weiß jetzt gar nicht, wo das war, connecten wollte in einem der Hubs von United in den USA. Die United oder aber auch andere Fluggesellschaften, Lufthansa oder aber auch, wenn man das bei American Airlines sieht, die haben sogar ein System, das das automatisiert macht. Das Programm nennt sich natürlich bei denen ja auch AURA, Automated Reaccommodation. Das heißt also, wenn der Computer der Meinung ist, und das ist mir bei Lufthansa auch als Hund schon passiert, wenn das Programm meint, dass wir den Flug nicht bekommen können, dann lädt sie uns aus, wir kriegen die Nachricht, hey, du bist umgebucht worden auf diesen Flug, hurra. So, das heißt also, man würde trotzdem rennen und man kommt zum Gate, dann hat jemand anders den Sitz. Und das ist dem Kollegen passiert. Dann war es so, dass er sich dann beschwert hat gesagt, das kann es nicht sein, hat dann trotzdem den Platz bekommen, den er bekommen hat. Oft in den Fällen ist es ja so, dass zum Beispiel dann nicht mehr der eigene Sitzplatz verfügbar ist, sondern man kriegt dann letzte Reihe oder irgendeinen anderen Scheißsitzplatz, weil man vorher einen Exit-Row-Sitzplatz sich erkämpft hatte oder einen anderen guten Sitzplatz erkämpft hatte, den man mochte. Und dann kommt dieses. Aber in dem Fall war es so, dass er den Sitzplatz bekommen hat, den er haben wollte. Und er wurde dann bei seinem Glück von dem Kollegen, der den Sitzplatz hatte, weil er schon saß, ja, durchbeleidigt. Und die United-Mitarbeiter haben gesagt, nee, geh jetzt mal raus und lass den Kollegen mal in Ruhe. Da gibt es für mich zwei Themen, die man besprechen muss. Das eine ist, wenn man in den USA ein Ticket hat, man hat gebordet, man hat gescannt, man ist also für den Flug akzeptiert worden und dann offloaded wird, das kostet richtig Geld für die Fluggesellschaft. Was haltet ihr von der Praxis, dass man dort wieder ausgeladen werden kann? Und andersrum, was haltet ihr von der Praxis, dass man selber ausgeladen wird, obwohl man den Sitzplatz bekommen hat? Heißt also, weil man den Flug erreicht hat, das meinte ich damit. Könnt ihr dazu mal schreiben, was ihr dazu denkt, wie ihr aus der ganzen Geschichte als Learning das Ganze seht? Findet ihr das gut, dass Fluggesellschaften euch proaktiv umbuchen, dass Fluggesellschaften euch proaktiv da in die Parade fahren und sagen, nee, du kriegst den Flug nicht und wenn du ihn kriegst, dann hast du halt das Pech, dass du stehen bleiben musst. Manchmal sind das ja auch Flüge. Wir hatten zum Beispiel einen Kunden, der Flug geht nur einmal pro Tag. Der ist 24 Stunden in Frankfurt gestrandet gewesen. Das war ein Hund. Also das kann schon durchaus passieren. Mir ist das auch passiert, dass ich aus Düsseldorf gekommen bin. Mein Flug nach Houston war schon gebordet und alles. Und der Flug stand noch 2 Stunden am Gate, ist nicht weg, aber mein Sitzplatz ist weggegeben worden. Und ich bin dann nicht nach Houston geflogen. Also das sind dann alles so Probleme, die daraus resultieren. Und die Frage an euch ist, was würdet ihr als Lösung sehen? Was wäre aus eurer Sicht da die richtige Vorgehensweise der Fluggesellschaft? Wie man natürlich auf der einen Seite der Fluggesellschaft, wenn sie sagt, wir möchten Passagiere natürlich befördern und damit verdienen sie Geld. Und ihr wisst ja, nichts ist älter als ein Sitzplatz und vor allem wertloser als ein Sitzplatz in einem geschlossenen Flugzeug, der nicht besetzt ist. Ist das richtig, dass man da euch nicht den Sitzplatz frei hält? Oder wie ist da in eurer Sichtweise die richtige Variante? Sollte man da sagen, okay, wenn das Boarding noch 2 Minuten dauert, dann kann man nachboarden? Weil es gibt Fluggesellschaften, die machen einfach brutal 45 Minuten vorher Reseating. Ende aus, Mickey Mouse. Also hier von euch nochmal die Meinung, was ihr dazu denkt. Vor allem, was spannend ist, ist natürlich, dass hier auch teilweise keine Kompensation vorgesehen
sind. Denn damit haben wir den Übergang zu dem nächsten Thema, und zwar von einem Delta-Passagier. Der hat was ganz Komisches, was ganz Lustiges gehabt. Und zwar ist es so, wenn man natürlich an so Tagen fliegt, wie zum Beispiel gestern, gestern war ja der 4. Juli, Nationalfeiertag, Unabhängigkeitstag in Amerika. Und da ist es so, dass die Leute natürlich nach Hause wollen, mit ihrer Familie feiern wollen. Und so ist es so, dass ein Delta-Passagier $2.000 angeboten bekommen hat für einen Flug, der überbucht war, wenn er später fliegt. Er hat gesagt, okay, mache ich. Dann der zweite Flug, den er haben sollte, der war auch überbucht. Und dann hat man wieder jemanden gesucht, also einen Freiwilligen, der 3.000 nimmt. Und er hat gesagt, ja, nee, das mache ich. Da hat er also $5.000 bekommen, weil er den Flug zweimal quasi freiwillig nicht genommen hat. Und man kann jetzt natürlich da ein Geschäftsmodell daraus wittern und kann sagen, was sind denn die Flüge, die am meisten dort einen Payout haben. Und ich glaube, dass das natürlich eine relativ spannende Geschichte ist, wenn man sich das anguckt. Wir sehen zum Beispiel, dass Delta aufgrund dieser Maßnahme zum Beispiel keinen Passagier hatte im letzten Quartal, der in irgendeiner Art und Weise rausgeflogen ist. Bei American Airlines sind das im ersten Quartal 2024 3.061 gewesen. Bei United sind es nur 75 gewesen, die halt wirklich dort ein Involuntary Denied Boarding hatten. Also das heißt, dass Flüge überbucht waren, wo die Passagiere dann wirklich nicht mitbekommen sind. Warum hat Delta keinen gehabt? Warum hat American Airlines 3.061 gehabt? Wenn man halt wirklich sagt, 3 Monate, sind das 1.000 pro Monat. 1.000 pro Monat könnt ihr einfach mal durch 30 teilen, dann wisst ihr, wie oft das pro Tag passiert. Das ist krass, ja, weil sie halt den Leuten kein Geld bieten. Und dadurch, dass man halt den Leuten diese 2.000 oder 3.000 $ geboten hat, das passiert wahrscheinlich öfter, ich habe jetzt keine Zahl, wie viel das ist das so, dass man damit natürlich den Leuten ein besseres Gefühl gibt. Ich sage mal so, wenn ich Zeit habe und jemand bietet mir 2.000, 3.000 $ und sagt, hey, Alter, wenn du nicht fliegst, fliegst du später, sage ich, hey, okay, dann mache ich meine Sendung aus der Lounge. Habe ich ja nicht selten gemacht, wenn ich unterwegs war. Oder was anderes. Da gibt es genug Möglichkeiten, das zu tun. Das amerikanische Department of Transportation gibt übrigens auch so eine Art EU-Verordnung, da 261, 2006, was ist es? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, ihr wisst, welche ich meine, die EU-Verordnung. Und da ist es so, dass die zum Beispiel sagen, dass man 1.550 Dollar pro Passagier bezahlen muss für das Bumping. Delta gibt mehr, um die Leute dort dazu zu bringen, dass sie freiwillig ihren Sitz abgeben, was dann auch nicht an das Department of Transportation gemeldet werden muss, weil das muss gemeldet werden. Und wenn das zu oft passiert, gibt es da auch ein Problem. Und dann das nächste ist, ja, man kann natürlich auch Folgendes machen, das Flugzeug wechseln. Zum Beispiel heute der Flug von Finnair nach Rhodos. Das waren 321er ursprünglich. Dann haben wir festgestellt, nee, der Flug ist nicht ausgelastet. Wir haben genug Plätze. Das Flugzeug hat sogar noch nicht alle Plätze voll sogar. Wir nehmen 320er und den 321er setzen wir auf einer Strecke ein, wo wir überbucht sind. Also wenn man das macht, ist es natürlich so, dass man damit natürlich auch wesentlich mehr hinbekommt. Ich bin mal gespannt, ob dieses natürlich auch Praxis macht. 10.000 $ sind mal das Maximum gewesen, wovon ich gehört habe. Oder aber auch, wenn man zum Beispiel Gutscheinkarten bekommt, was ich auch habe, öfters zum Beispiel, Finnair war das so, beim Koffer, die haben gesagt, für den Koffer kriegst du 900, ich nagel mich nicht auf die Zahl fest, du kriegst 900 € für den Koffer Cash ausgezahlt oder einen Voucher für 1.200 oder was. Also da wesentlich mehr, wenn du diesen Voucher auf unsere Flüge einsetzt. Ich habe gesagt, ja, mache ich auf den Flügen, ist ja ganz klar, weil dann habe ich mehr Value, mehr Bang for the buck. Also hier nochmal lustig, dass das Ticket interessant war, dass der Flug auch overbooked bzw. oversold war. Und ja, natürlich, dann sollte der Weg auch so sein, dass man die Passagiere handverliest und fragt, hast du Bock, hier zu bleiben und flieg später für 2 Mille. Schreibt, ob ihr das auch toll findet. Wir haben jetzt noch etwas, was wir auch toll finden. Und zwar Lufthansa ist zurückgerudert. Ich glaube, das war 2017 oder wann war das? Wo man im Basic-Tarif nicht mehr mit der Eurowings fliegen konnte und dann in die Lounge, wenn man den Basic-Tarif hatte. Also das heißt, fliegen konnte und dann in die Lounge. Und wenn man sich das anguckt, ist das so, dass wenn man jetzt den Basic-Tarif umbucht oder kauft, in vielmehr, das war das Wort, was ich suchte. Also wenn ihr den Basic-Tarif kauft,
bei der Eurowings, dann kommt ihr wieder in die Lounge als Senator. Und das ist natürlich relativ gut. Damit wird die Änderung von 2017 rückgängig gemacht und das ist eine Leistungsverbesserung. Lufthansa hat wohl gemerkt, dass man hier ein Problem hat. Und wenn man sich nochmal die Worte aus 2017 auf der Zunge zergehen lässt, und ich zitiere: Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, hoffen aber auf Ihr Verständnis, dass wir beim reinen Flugtarif keine weiteren Leistungen mehr anbieten können. Ja, das war's. Ne? Man hatte das zuerst natürlich für die Horn-Circle geändert, hat das dann aber last but not least jetzt auch für die Senatoren nachgefixt. Also hier wieder eine deutliche Verbesserung. Jetzt haben wir noch eine zweite Sache, die relativ verbessert ist. Das ist Lufthansa Miles & More hat eine Promotion. Ich bin mal gespannt, wie weit diese Promotion Rückschlüsse gibt auf das Jahr. Heißt also, dass man da sich das Ganze nochmal wirklich genau anguckt. Hier kriegt ihr von mir das Ganze aufs Bild. Und zwar hier seht ihr das, zusätzliche Punkte für Ihren Status. Das Programm, was ja schon für 2021 angekündigt war, ist ja erst 2024 in Sicht gekommen. Und jetzt ist es so, dass man eine Sonderaktion gemacht hat für die Flüge vom 1. Juli bis zum 31. Dezember zu insgesamt 9 Langstreckenzielen. Austrian-Destinationen Los Angeles, Shanghai, Pudong International und Tokio. Weitere Destinationen sind Peking, Shanghai, Singapur, Hongkong, Buenos Aires, Sao Paulo, San Francisco. Jetzt fällt uns aber auf, die Lufthansa fliegt doch auch und die Swiss nach Los Angeles. Da sollte doch das hier dann auch gelten. Und spannend ist auch, dass es hier 50 Punkte pro Strecke gibt, wenn man in der First oder in der Business Class fliegt. Das ist natürlich auch eine richtig interessante Geschichte, die ich auch relativ geil finde. Und jetzt können wir mal so ein bisschen hier spekulieren und Spekulatius machen. Warum macht die Lufthansa so etwas? Ist das, weil die Lufthansa festgestellt hat, die Leute sind ein bisschen zickig geworden, weil es keinen Unterschied macht, ob ich nach Tel Aviv fliege oder nach Tokio oder nach Los Angeles oder eins dieser anderen Ziele, weil die Leute halt rebellieren und einfach sagen, ja, dann brauche ich kein First-Class-Business-Class-Ticket. Und das andere ist natürlich hier wieder, was ich auch spannend finde, warum unterscheidet man nicht zwischen First und Business Class? Warum bekommt man in der Business Class vielleicht nicht 50 und in der First Class 70 Punkte? Heißt also, dass man da pro Strecke dann von der Lufthansa dort dann automatisch und ohne Registrierung übrigens, man braucht sich da nicht für extra anzumelden, dass man da nicht einfach dann anstatt der 200 oder 300 Punkte 250 und dann 370 Punkte gibt. Das wäre mal eine Steigerung. Man hat ja auch den Kunden nicht diese Punkte einfach gegeben. Wir erinnern uns, wo es ja einfach diese Gutschriften gab, weil man festgestellt hat, die Kunden sind zufrieden. Und deshalb kommen wir auch jetzt mit der Sendung, wir sind hier bei über 32 Minuten, da sind wir jetzt bei den Fragen des Tages, die sich genau um dieses Thema drehen. Und zwar die Fragen sind: Was haltet ihr von dem Lufthansa Miles & More Status, Punkte, Promotion und was stört euch an dem neuen Miles & More Programm? Das sind die 2 Themen, die ihr heute nochmal in den Kommentaren vielleicht mit mir besprechen solltet und könnt. Wir können das auch am Stammtisch besprechen und ich würde mich freuen, wenn ihr zum Stammtisch kommt. Und ihr merkt, ich muss hier langsam Schluss machen, weil wir sind über 30 Minuten wesentlich länger gesprochen, als ich eigentlich wollte. Und heute ist Freitag, also meldet euch an, denn in genau 4 Wochen ist der Stammtisch. Also, Abspann für euch. Kanal abonnieren, Glocke an, Like und so weiter. Also bis dann, ciao, ciao und ich freue mich. Wo haben wir denn hier jetzt die Pause, die Finish? Also bis dann, ciao.